Wie kann ich mich besser konzentrieren beim Üben, beim Lernen? Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie kann ich mich besser konzentrieren beim Üben, beim Lernen? Das ist so ein schwieriges Thema, aber absolut spannend und ich habe noch ein bisschen nachgeforscht, weil auch das ganz oft genannt wurde beim letzten Online-Workshop mit Schülern. Es ging ums Thema Üben und wir haben die Schüler gefragt, was ihre größte Schwierigkeit beim Üben ist. Und neben Ungeduld und anderen Sachen, die angesprochen wurde, haben fast alle gesagt, dass die größte Schwierigkeit beim Üben für sie ist, konzentriert zu bleiben. Das Allerwichtigste: konzentriert sein, Konzentration, das ist erlernbar. Auch das muss geübt werden. Natürlich startet ihr viel konzentrierter und es ist viel besser, wenn ihr ausgeruht seid, wenn ihr getrunken habt, wenn ihr aber auch euch Ziele gesetzt habt, bevor ihr mit dem Üben angefangen habt, wenn ihr Abwechslung einbaut beim Üben. Monotones Üben, das ist der größte Konzentrationskiller überhaupt. Und ganz wichtig, Ablenkung ausschalten. Eine große Ablenkung beim Üben, deshalb sage ich es gerade vorneweg, ist natürlich unser Smartphone. Das Smartphone am besten aus dem Übezimmer verbannen, dann gibt es da keine Ablenkung. Konzentration heißt, meine Aufmerksamkeit auf einer Sache für eine bestimmte Zeit behalten. Sobald die Aufmerksamkeit auf Geräusche oder auf andere Tätigkeiten fallen, dann ist die Konzentration weg. Und jedes Mal, wenn ich mir bewusst werde, dass meine Aufmerksamkeit abweicht, dann kann ich sie aber auch zurück wieder bewusst holen. Und das ist das, was wir üben müssen. Also gar nicht mal erwarten, dass wir immer konzentriert sind oder dass wir einfach ständig unkonzentriert sind, sondern umso öfter merken, wann ich mit den Gedanken abschweife, um sie dann bewusst wieder zurückzuholen zur Tätigkeit, auf die eine Sache, auf die ich mich konzentrieren möchte. Was heißt jetzt konzentriert unser Instrument üben? Ich glaube, eine große Hilfe kann für viele sein, sich auf eine Sache nach der anderen, wie wir sagen, konzentrieren. Eine Sache sich auswählen, diese beobachten, auf diese achten und dann zur nächsten Sache übergehen. Oft versuchen wir auf alles gleichzeitig zu achten. Und ich glaube, vielleicht denkt ihr jetzt, oh, das ist jetzt gar nicht dieser große Trick, den sie da verrät. Aber es ist dann trotzdem so schwer, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und auf diese Tätigkeit, auf diesen Aspekt, auf diesen musikalischen Baustein dann die Aufmerksamkeit zu lenken und dort die Aufmerksamkeit zu lassen. Und das kann man trainieren. Also wirklich die Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken und dort lassen. Umso mehr man darauf achtet, umso mehr trainiert man natürlich auch. Das ist ja mit allem so. Also versucht auch einfach, wenn ihr nicht mit dem Instrument übt, eure Aufmerksamkeit bewusst auf einen Bereich, auf eine Tätigkeit zu lenken. Und so könnt ihr auch eure Konzentration im Alltag trainieren auf andere Bereiche. Und das kann auch beim Lernen für Schulaufgaben hilfreich sein. Zum Beispiel eine gute Konzentrationsübung, wenn ihr das ohne Instrument mal trainieren wollt, ist einfach mal sich in Ruhe hinzusetzen, die Augen zu schließen und nur mal auf Ein- und Ausatmen zu achten. Und man kann zählen zum Beispiel, also auf 10 dann einatmen 1, ausatmen 2, dann 3 und dann 4. Einfach innerlich mitzählen und glaubt mir, das ist ganz schön schwer. Da kommen plötzlich alle möglichen Gedanken und dann gilt es, sich nicht verrückt zu machen, sondern die Aufmerksamkeit wieder nur auf den Atem zu lenken. Also diese Übung hat mir ganz viel geholfen, einfach zu lernen, meine Aufmerksamkeit bewusst auf eine Tätigkeit für einen längeren Zeitraum zu lenken und dort, dass die Aufmerksamkeit dort bleibt. Es gibt natürlich noch andere Übungen und Tricks. Eine davon ist vor allem die bewusste Zeiteinteilung, um konzentriert zu bleiben. Die nennt sich Pomodoro-Technik und das funktioniert so, ihr könnt es auch gerne nachschauen, ich werde es ganz kurz hier nur erzählen, dass man
25 Minuten sich nur auf eine Sache konzentriert, dann sobald der Wecker klingelt oder die Zeit vorbei ist, 5 Minuten Pause einlegt und dann wieder 25 Minuten und dann eine längere Pause. Und in diesen Intervallen arbeitet. Das kann zum Beispiel ein guter Tipp sein für euch beim Lernen, weil ihr könnt nicht 2 Stunden am Stück am Schreibtisch sitzen und für eure Schulaufgaben euch vorbereiten oder auch nicht 2 Stunden am Stück mit dem Instrument üben, sondern in kleinen Portionen, und das kann wirklich auch helfen, konzentriert zu bleiben, ohne dass dann der Kopf raucht und ihr nun müde werdet. Also 25 Minuten, 5 Minuten Pause, nochmal 25 Minuten und dann eine längere Pause. Generell sollte man nicht 40 bis 45 Minuten am Stück üben, weil der Kopf einfach dann wirklich, da braucht der Kopf dann eine Abwechslung. Das ist gar keine überlange Liste jetzt für euch mit Tipps und das soll es auch gar nicht sein. Denn es soll nicht komplizierter werden. Achtet auf die Zeiteinteilung, dass ihr nicht zu lange Intervalle macht und versucht, Störungen zu vermeiden von außen, dass ihr in einem ruhigen Ambiente seid, in einem ruhigen Raum, dem ihr nicht gestört wird. Ganz wichtig, Handy weg aus dem Übezimmer. Das ist die größte Ablenkung. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Ich werde aber in diesem Thema noch ein bisschen weiter nachforschen. Vielleicht finde ich ja noch etwas. Ich bin da auch interessiert dran. Und wenn ihr noch andere Übetipps sucht, auch zu anderen Themen, schaut doch mal vorbei auf yourmusicmind.com. Das ist die Website, die ich gegründet habe, die Lernplattform für euch Musikschüler mit Übetipps, Strategien, eben tollen Interviews auch mit Musikern. Alles ums Thema Üben, weil ich gemeinsam mit euch entdecken möchte, wie können wir noch besser üben, wie können wir unsere Übezeit gut nutzen, um dann einfach mit Freude Musik zu machen. Also, schaut mal vorbei, ich freue mich auf eure Kommentare, auch auf eure Wünsche und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Tschüss!